I just have one comment. You were talking about your parents realizing their dreams of going back. And I'm thinking about my son realizing his dream. So now is the time really to not just BDS, but really to put all our energies to make this dream a fact, not in 2 years, but even 2 more. It was not so clear to hear. Okay, ich bringe das nochmal zusammengefasst. Over 70 years. Oder vielleicht erstmal, okay, ich fange mal damit an und dann gibt es vielleicht die Antworten auf die Fragen von Henning zum Schluss. Hier wurde nochmal ein Fall präsentiert, der Fall dieser jungen Dame, der sich anhört wie ein schlechter Witz. Sie ist palästinensische Israelin also Bürger Israels mit palästinensischen Wurzeln sozusagen. Sie hat einen Mann geheiratet, der einen deutschen Pass hat, aber seine Familie stammt aus Gaza. Und nun haben sie ein Kind bekommen und sie können weder zusammen in Israel leben, noch können sie zusammen in Gaza leben. Und deswegen haben sie beschlossen, dass sie gemeinsam in Kairo leben. Und dann 4 Monate nachdem ihr Kind zur Welt kam, wurde sie aus Kairo deportiert. Sie durfte nicht länger dort leben, weil für die Ägypter ist sie eine Israelin, für die Israelis ist sie eine Palästinenserin und so weiter, sodass sie eigentlich nirgendwo mehr legal zusammenleben können. Und sagt, hier wurde, Ali hat ja über seine Eltern gesprochen, über wie dringend es ist, dass man jetzt darüber spricht, dass sie endlich mal auch Gerechtigkeit erleben und dass sie das Recht auf Rückkehr oder die Rückkehr selber einmal erleben. Sie möchte gerne auch über die Träume und über den dringenden Wunsch, auch ihre Kinder dann auch nach Palästina zu gehen und dort zu leben. Das ist also heute auch für diese Generation genauso dringend und hochaktuell wie für diejenigen, die schon fast am Ende ihres Lebens sind. Es ist deshalb in ihren Augen sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt und heute alle Energie darauf verwenden, um diesen Traum und diese Vision und diese Vorstellung heute besser denn morgen real werden zu lassen. Ja, schön. So. I'll do this in reverse order again because I want to respond to what you said, and I found it very moving. And you know, I meet so many Palestinians when I travel with the most extraordinary stories, and I think about. I always try to relate the experience to something maybe people here will understand. But when I was in secondary school, I went on a visit to Berlin with my school. And we passed from West Berlin to East Berlin. And it was, very frightening with all of the, to go to the U-Bahn station and go through the very scary border or the checkpoints above. And what touched me was that, there were families divided between the two sides for many years who could only see each other with the greatest difficulty. And this has been life for Palestinians for 63 years. And the so-called two-state solution will continue it, not end it. And Israel is our Berlin Wall. And, I was in the UK, I was invited by the Palestine Solidarity Campaign. I met so many students there, Palestinian students, who told me unbelievable stories. I remember one who, his family, they're stateless, they have no papers because they're from Gaza. His family are in the United Arab Emirates. He went back to Gaza because he wanted to see his relatives. He stayed there 5 years. Then he got a scholarship to go to the UK. Now he can't go to the United Arab Emirates to see his family. His family can't leave the United Arab Emirates because if they leave they won't be allowed back. There's nowhere they can go.
without papers. And so he had to choose between his family and his education. And now, maybe if he stays in the UK long enough and gets a passport, he can go back and see his family, maybe after another 5 or 10 years. I mean, so many examples like that. And this is a perverse situation, Families divide, but for what? So Israel can be a so-called Jewish state? Why should Palestinians pay this price for 63 years and forever? When we're saying, let's live with equality for everyone. Israelis can live there. No Palestinian is saying to the Israelis, leave. They're saying to us, you should leave. We never said to them, you should leave. We're saying, you came as settlers, you colonized us, you dispossessed us, you expelled us, but ahlan wa sahlan, with equal rights. I'm sorry, I forgot that there has to be translation. Müssen wir bleiben. Ich würde es trotzdem versuchen, schnell zu machen. Ist sehr bewegt von Ihren Äußerungen und würde gerne auch darauf antworten, bevor er dann auf die Fragen dann wieder eingeht. Als junger Schüler ist er einmal mit seiner Klasse nach Berlin gegangen und dort haben sie dann auch sind sie von West-Berlin nach Ost-Berlin gegangen und es war für ihn eine beängstigende Erfahrung, da durch die U-Bahn zu gehen und dann an der Friedrichstraße, um dann die Grenze zu überschreiten. Und er war schockiert zu sehen, wie viele Familien auch dort getrennt gelebt haben für viele Jahre. Und für die Palästinenser ist es genauso. Sie sind jetzt seit 63 Jahren getrennt, viele Schicksale sind sehr ähnlich. Und für die Palästinenser ist Israel die Berliner Mauer. Und wenn er unterwegs ist, erlebt er sehr viele unglaubliche Geschichten, sehr bewegende Geschichten. Beispielsweise einmal in Großbritannien hat er die Geschichte eines jungen palästinensischen Studenten gehört dort, dessen Familie in den Vereinigten Arabischen Staaten lebt. Er wollte einmal dann seine Verwandten in Gaza besuchen und deswegen ist er dann für 5 Jahre nach Gaza gegangen und dann hatte er ein Stipendium bekommen, um sein Studium in UK, also in Großbritannien, dann zu absolvieren. Er ist dann hin. Anschließend konnte er aber nicht mehr zu seinen Eltern, konnte seine Eltern nicht mehr besuchen, weil er da kein Visum dann für die Vereinigten Arabischen Emirate dann bekommen hat. Seine Eltern konnten ihn nicht besuchen, weil sie Angst hatten, dass wenn sie einmal aus dem Land ausreisen, dass sie nicht mehr wieder reingelassen werden. Und so musste er wählen zwischen seiner Ausbildung im Prinzip und seiner Familie. Und so geht es vielen Menschen leider, die wirklich immer getrennt werden. Und warum und weshalb, wofür, für welchen Preis oder was haben wir? Nur damit dann Israel dann als so ein sogenannter jüdischer Staat dann weiter existiert. Warum sollten sie denn da diesen hohen Preis bezahlen? Warum denn? Die Palästinenser haben niemals zu den Juden gesagt, sie sollen das Land verlassen oder sie sollen dann nicht mehr da sein. Sie sagen vielmehr, ihr seid als Siedler gekommen, ihr habt uns kolonisiert, ihr habt uns vertrieben. Und wir sagen euch herzlich willkommen. Wenn ihr da bleiben wollt, dann bleibt doch da, aber lasst uns mit gleichen Rechten als gleichberechtigte Bürger gemeinsam in einem Land leben. Okay. So maybe I'll just close because I think it's late to other questions. There were many aspects to your question that it might be hard to cover, but just to say that, of course, there are many differences between... Palestine is unique. Germany is unique, South Africa is unique, but we can learn lessons from other situations, Northern Ireland as well. Of course, any outcome has to be a democratic outcome. I can imagine one day when Israelis are persuaded through pressure that they have to change, that there can be negotiations to produce a constitution
that will enjoy the support of a majority of Israelis and Palestinians. It's not possible to imagine it today, but it can be possible in a few years' time. We have to remember that we live in a time in the region where things are very much in flux, very dynamic, and the current situation is not sustainable. I can say this, is I don't have a crystal ball to predict the future, but I know that we must keep up the pressure, we must have clear demands based on universal rights, and we have that, and we must build up a campaign to support them. And exactly how the end of the story will be written, none of us know yet. But I don't see any other way out except to continue to build this campaign. It's really important now that we give it everything we have. Thank you. Ja, Ihre Frage hatte sehr viele Facetten. Ich kann nicht auf alle Aspekte eingehen, aber ich würde gerne folgende Gedanken anführen. Natürlich ist jedes Land ein Unikat, jedes Land hat seine eigenen spezifischen Seiten. Palästina ist unique, oder einmalig, Südafrika ist einmalig, Deutschland ist einmalig. Wir können aber lernen von der Geschichte, also wir können Lektionen lernen aus der Geschichte. Wir denken auch, dass eine Lösung natürlich demokratisch herbeigeführt werden muss. Also dass die Menschen können nur in einem Land leben, in dem sie auch selber hinter diesem Staat oder dieser Konstruktion stehen. Wir glauben, dass es möglich ist, dass durch Druck von außen natürlich, dass es möglich sein wird, dass eine Mehrheit der Israelis irgendwann dann doch erkennen wird, dass eine Änderung herbeigeführt werden muss und dass dann eine Verfassung entsteht. Auf der Grundlage könnten dann alle Bürger des Landes, ob Palästinenser oder Israelis, als gleichberechtigte Bürger leben würden. Wir haben unsere Forderungen basieren auf unseren Rechten, auf unsere Menschenrechte. Und wir leben in einer Zeit, die sehr im Fluss ist. Wir glauben, dass Änderungen möglich sind, dass sie auch irgendwann auch entstehen können. Wenn das heute nicht vorstellbar ist, dann ist es vielleicht in 4-5 Jahren vorstellbar. Für uns bedeutet das aber, dass wir einfach überzeugt sind von unserer Sache. Wir denken, dass wir für eine gerechte Sache eintreten und wir werden unser Möglichstes tun, um die Situation zu verbessern, denn die Situation ist heute keine natürliche Situation, sondern und deswegen muss eine Änderung kommen. Wir denken, dass diese Kampagne, die BDS-Kampagne, ein sehr wichtiges Instrument ist, um eine positive Veränderung herbeiführen zu können, und wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, sich wirklich mit aller Kraft dahinter zu setzen und möglichst viel Energie reinzustecken, um dann eine Chance auf eine bessere Zukunft zu haben. Vielen Dank. Patient audience, thank you for your time